Hallo meine Freunde, an meiner Kleidung erkennt ihr den Lauf der Jahreszeiten. Heute ist es hier fast so warm wie in Moskau. Mittlerweile ist unser schöner Golf ein Oldtimer und bekommt heute seinen ersten Oldtimer-Service. Bei diesen alten Autos wird noch ein Inspektionsintervall von 7.500 Kilometer vorgeschrieben. Gut, man kann da ein bisschen großzügiger sein, 10.000 reichen auch. Die Inspektion beginnt mit einem Ölwechsel. Hierzu habe ich das Öl mal heiß gemacht. So, machen oben mal den Deckel auf. Die Ölablassschraube sitzt hier unten und wir brauchen einen 19er Sechskant dafür. Ringschlüssel ist suboptimal, der kann immer die Ecken rund machen. So, dann ein kräftiger Ruck. Die Ölschraube ist auf. Und jetzt vorsichtig, das Öl ist heiß. Seht ihr, so eine kleine Ölschraube hat der kleine Golf. Zum Lösen von den Ölfiltern nehme ich immer eine Ölfilterkette. So, wenn der erste Schwall vom Öl mal draußen ist, geht es an den Ölfilter. Wir machen das schön sauber am Ölfilter. Ich reibe die Dichtung des Ölfilters mit ein bisschen Fett ein. Man kann auch Öl nehmen, nur Fett ist günstiger, weil man nachher eventuelle Undichtigkeiten besser erkennt. Den Ölfilter ansetzen, das Gewinde suchen und dann drauf mit dem Teil. Nur mit der Hand angezogen, allerdings Männerhände. Keine Ölfilterkette benutzen. Einfach so mit durch. Die Ablassschraube reinigen wir natürlich auch und sie bekommt eine neue Dichtung. Wenn man ausgeblutet hat, kommt die Schraube wieder rein. So, die Ölablassschraube mit Gefühl anziehen. Wenn sie blockiert, reicht das schon. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, auch wieder frisches Öl einzufüllen. Aber Vorsicht, der Motor bekommt nur ein bisschen was über 3 Liter. Zwischendurch prüfen wir immer mal, ob wir schon was an Öl sehen. Noch ist nichts da. Schauen wir mal. So, jetzt ist er voll, randvoll. Deckel drauf. Nun ist alles drin. Ich werde den Motor nun auf geringer Drehzahl laufen lassen, bis die Druckleuchte verschwindet. Das kann ein paar Sekunden dauern. Und gut ist. Der Filter hat sich nun mit Öl gefüllt und wir sind wieder bei Minimum. Zumindest nach dem Ölwechsel sollte er mal auf Maximum stehen. So perfekt, randvoll. Nach dem Motorenöl geht es ans Getriebeöl. Das Getriebe sitzt hier, das wäre die Ablassschraube, aber die Kontrollschraube sitzt hier oben hinter der Antriebswelle versteckt. So, die Nachfüllschraube sitzt hier. Sie hat einen 17er Imbus und man braucht ein bisschen Kraft, um sie zu öffnen. So, machen wir ein bisschen ran. Okay, wenn es überläuft, ist es voll. Nach der Füllaktion wird die Schraube wieder angezogen. Auch hier gilt Gefühl. Man merkt es, wenn es anfängt schwer zu gehen. Eigentlich sind die Dinger nie undicht. Bei der Lenkung überprüfen wir zunächst das Lenkspiel. Ich mache eine kleine Bewegung am Lenkrad und schaue, ob das Rad instantan folgt. Bei der Manschette prüfen wir, ob sie zuerst trocken ist und dann schauen wir, ob der Balk schon Risse hat. Aha, einen wunderschönen beginnenden Riss. Das gleiche gilt natürlich für die innere Manschette. Die ist im Prinzip langlebiger und man sieht, die hat auch noch keine Probleme. Bei der Lenkung kontrollieren wir hier die Faltenbälge. Aha, alles trocken, alles dicht, nichts gerissen. Okay. Halt Qualität von Volkswagen. Wir kontrollieren die Spurstangenköpfe. Auch hier darf keine Feuchtigkeit, sprich austretendes Fett, zu sehen sein. Die Manschetten müssen an ihrem Platz sein und dürfen keine Risse haben. Spiel haben wir auch keins. Auch hier kein Spiel. Das Tragegelenk ist auch noch gut, nicht rissig.
Okay, wir prüfen, ob das Tragegelenk Spiel hat. Das ist wunderbar. So, auch das innere Tragegelenk ist soweit noch in Ordnung. Antriebswelle darf axial etwas Spiel haben, aber radial ein bisschen. Aber es geht noch. Das gleiche auf der anderen Seite ist soweit noch in Ordnung. Wir prüfen die Bremsanlage. Entlüftungsventil ist dicht, Schlauch ist dicht. Die Bremsschläuche sind natürlich vollkommen neu. Da kann nichts sein. Ihr kennt ja unseren Film. Die Verschraubung ist vollkommen dicht. Alles in Ordnung. Gutachten das Laufbild der Bremsscheibe. Die Riefen sind mehr optisch, als dass ich wirklich was fühle. Die Scheibe ist noch nicht einmal einen halben Millimeter eingelaufen. Das ist gut. Die Belagstärke checken wir von außen durch das Loch in der Felge. So, der Belag hat hier noch eine Stärke von gut 5 mm. 2 wäre das minimale Maß. Ist alles in Ordnung. Ein so altes Auto hat hinten noch Trommelbremsen. Sowas kennt man heute gar nicht mehr. Bremsen ist hier oben ein Stöpsel, wo man in die Trommel schauen kann. Okay, den kann man herausziehen und hier haben wir das Inspektionsloch. Die Belagstärke ist noch hinreichend, alles gut. Wichtig ist auch, dass hier keine Bremsflüssigkeit austritt, das heißt, der Bremszylinder ist noch dicht. Drüber genauso. Okay, Stöpsel war nicht gut. Ablagespiel und die Aufhängung vom Rad. Gut, ein Sportwagen ist es ja nicht. Ein neuralgischer Punkt dieses Modells war immer Rost an der Hinterachsaufhängung. Hier ist aber alles in Ordnung. Der nächste Punkt ist die Auspuffanlage. Hier müssen wir schauen, dass die Gummis alle an ihrem Platz sind, die Anlage fest ist. Hier noch alles zu, alle Röhren an ihrem Platz, alle Schellen. Die Gummis dürfen auch nicht rissig sein, sonst gehen sie demnächst kaputt. Das ist hier alles im Top-Zustand. Der Gummi geht auch noch. Die Schelle ist schon ein bisschen rostig. Hier über den Katalysator vor zum Hosenrohr. Dann hier die Vorwärmung vom Vergaser, auch alles in Ordnung. Und dann geht es bis zum Krümmer. Alles fest, alles in gutem Zustand, alles dicht, am Krümmer kein Bolzen gerissen. Wunderbar. So, wir kontrollieren die Benzinleitungen hier vom Tank bis vor, das sind alle starre Leitungen, nicht angerostet. Okay, oben schauen wir nachher nochmal getrennt. So, hier hinten ist nochmal eine Bremsleitung, die müssen wir auch auf Dichtigkeit und Risse kontrollieren. Die geht nochmal. So, die Buchsen der Hinterachsaufhängung sind schon etwas rissig. Naja, das Auto hat auch 30 Jahre. Das geht nochmal. Irgendwann müssen wir die mal tauschen. Ich verfolge die Bremsleitungen. Das ist noch alles ganz toll. Nichts korrodiert, nichts undicht. Wunderbar. Wir überprüfen die Motorlager. Das hintere, gut. Das vordere ist auch vollkommen in Ordnung, links. Und das rechte Motorlager ist auch gut. Wir betrachten den Motor von unten, suchen nach Öllecks und nach Undichtigkeiten im Kühlsystem. So ein bisschen schwitzen dürfen solche alten Motoren immer. Im Wesentlichen kommt dieses Öl vom Verteiler. Das ist aber normal bei dem Modell. Die Simmerringe am Getriebe sind beidseitig noch dicht, da haben wir kein Problem. Der Kurbelwellen-Simmering ist auch noch dicht, hier haben wir auch kein Öl. Schauen wir gleich nach dem Keilriemen der Lichtmaschine. Ist in Ordnung. So, dann schauen wir mal nach allen Kühlmittelschläuchen. Der untere Schlauch zum Kühler noch dicht und soweit flexibel. Die Schläuche zur Heizung sind auch noch dicht, kein Problem. Oben unterhalb des Vergasers alles dicht, am Wasserumlaufrohr kann ich auch nichts erkennen. Das Kupplungsspiel soll 15 bis 20 mm bis zum Druckpunkt betragen. Ja, es sind ganz knapp 20, lassen wir mal noch so. Wenn wir schon beim Kupplungsseil sind, dann können wir auch gleich den Zug hier im Getriebe fetten. Der Bremskraftverstärker wird geprüft, indem man 10-mal kräftig auf das Pedal tritt, um Druck aufzubauen. Dann muss der Verstärker noch ein Stück nachgeben. Bei dieser Schlusskonstruktion ist es immer wichtig, dass man hier hinten einen Tropfen Sprühöl reinmacht. Dann hier direkt ins Schloss, kann auch nicht schaden, aber nicht überschwemmen. Hier oben etwas Sprühöl
Hier etwas Sprüh. Hier. Ein Tupfer Fett auf den Gleitschuh. Ein paar Mal betätigen und der Schluss geht nach 30 Jahren wie am ersten Tag. Hier. Ein bisschen Öl. Und das Fangband wird hier hinten neu verfettet. Und die gleiche Prozedur natürlich an allen 4 Türen. Natürlich vergessen wir die 5. Tür am Fahrzeug auch nicht. Und am Haubenzug kommt hier etwas Sprühöl. Ein bisschen Fett. Die Lichtprüfung ist natürlich immer ein wesentlicher Bestandteil jeder Inspektion. Wir beginnen mit dem Standlicht. Okay. Standlicht hinten. Und die Kennzeichenleuchten müssen auch gehen. Bremslicht. Rückfahrscheinwerfer. Abblendlicht. Fernlicht. Blinker links. Blinker rechts. Und Warnblinkanlage. Mehr Lichter hat unser Golf nicht. Keine Nebelleuchten, keine dritte Bremsleuchte und dieser ganze unnötige Schnickschnack. Schauen wir mal, ob der Kleine auch noch quietschen kann. Den Reifendruck findet ihr hier am Einstieg der Fahrerseite vorne und hier steht für Fronten brauchen wir 1,7 und für hinten 1,7 bei leerem Fahrzeug. Gut, so ganz leicht bin ich nicht mehr, also machen wir 1,8 und 2,2 rein. Eine gute Werkstatt vergisst natürlich auch den Reservereifen nicht. Wir prüfen die Profilstärke und das Ablaufbild der Reifen. Das ist perfekt hier. Keinerlei Asymmetrie zu erkennen. Wir prüfen die Düsen der Scheibenwaschanlage, alles an ihrem Platz, alles fest. So. Wischwaschwasser fehlt etwas. So. Unser Golf hat auch im Kofferraum noch einen Scheibenwischwaschbehälter. Bei diesem Oldtimer wird die Kühlflüssigkeit noch direkt in den Kühler geschüttet, da gibt es keinen Ausgleichsbehälter. Hier oben wäre die Maximalmarkierung, da fehlt ein bisschen was, da schütten wir ein bisschen nach. Nun prüfen wir alle Teile, die wir von unten nicht sehen konnten. Die Wasserschläuche am Umlaufrohr sind noch gut, hier auch. Thermostatgehäuse, oberer Kühlwasserschlauch. Den Zug des Heizungsventils kommt auch ein bisschen Fett. Gaszug und Vergaser wird natürlich auch gefettet. Dann läuft der Gleiter wieder wie ein Porsche. Die Benzinleitungen zum und vom Vergaser, die sind alle dicht, sind auch relativ neu gemacht. Ventilkammerdeckel, immer ein Problem bei diesem Fahrzeug, ist noch soweit dicht. Haben wir ja letztes Jahr gemacht. Ihr kennt ja den Film. Okay, das ist wohl eher nichts mehr. Wohl eher nicht mehr die Qualität. Müssen wir austauschen. So, Umschaltdose fehlt schon komplett. Machen wir auch gleich eine neue Leitung drauf. Gut. So, neuer Luftfilter kommt natürlich auch rein. Den Unterteil vom Luftfilter runter, dann können wir nämlich gleich die andere Seite vom Schlauch mitmachen. So. Hier ist nämlich nochmal so ein Krampfteil. Weiter geht es mit den Zündkerzen. Stecker runter, Stecker kontrollieren. Ja, noch geht's, aber die besten sind es nicht mehr. Säubern, dann fällt kein Dreck in den Motor. Zündkerzen müssen immer beim kalten Motor gewechselt werden. Deswegen haben wir auch bei der Inspektion mit dem Ölwechsel angefangen und kommen nun zum Ende mit der Zündgeschichte. Bild begutachten, in der richtigen Reihenfolge ablegen. Zündkerze muss bei diesem Modell die Kappe runter. Die Kerze einsetzen, den Abstand nochmal kontrollieren. Und nun vorsichtig in den Kanal einführen und anschrauben.
kommen die 20 Newtonmeter. Immer draufstecken, dann kommt man mit der Zündreihenfolge nicht durcheinander. Die gleiche Prozedur an den anderen Zündkerzen. Jetzt kann auch das Luftfiltergehäuse wieder drauf. Mit Gefühl anziehen. Der Stutzen wird mit Talkum eingesetzt. Und er bekommt natürlich einen neuen Luftfilter. Könnt ihr euch noch erinnern, was für ein Geschraube das am Passat war? Der Deckel hat hier eine Nase, die kommt wieder hier drunter. Sonst könnt ihr an dem Punkt fast nichts falsch machen. Alle Clips wieder dran. Ganz unter Druckverstellung. Der Benzinfilter sitzt hier unten vor dem Vergaser. Wir lösen beide Klemmen. Den Benzinfilter nun abziehe, läuft einiges Benzin aus, also Vorsicht und ein Lappen drunter. Der Benzinfilter hat eine Durchlaufrichtung, die muss beachtet werden. Der Pfeil ist hier sehr schlecht markiert, wir haben ihn extra rot angestrichen deshalb. So, den wieder gut einstecken. Da ist die Klemme abgerutscht, das erste Klemme drauf. Und den Filter drauf. Wenn es geht, wieder in der gleichen Position anziehen, wie es war. In den Zahnriemen. Der Motor ist zwar ein Freiläufer, das heißt, wenn der Zahnriemen reißt, passiert nicht allzu viel, aber wir brauchen trotzdem nicht auf der Straße rumstehen. Das ist noch echte Oldtimer-Technik, eine Zahnriemenverkleidung aus Blech. Sitzt unten etwas versteckt. Schutz nach oben. Das war noch Qualität. Wir betrachten den Zahnriemen gut. Risse, Abrieb, Wasserpumpe ist auch noch dicht. Ja, können wir noch mal drin lassen. Gut. Der bröselt mittlerweile, der ist brüchig. Originalbüchel. Hier ist noch eine klassische Batterie verbaut. Auch die braucht etwas Service. Wir öffnen mal alle Zellen und schauen rein, ob genügend Wasser drin ist. Die Flüssigkeit steht noch hoch genug in allen Zellen. Ich messe die Säuredichte und wir sind noch im grünen Bereich. Zellen wieder. Vorsicht bei den Stöpseln, nur mäßig. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist auch noch voll, also von hier aus alles in Ordnung. So, nun bleibt nur noch die Kontrolle der Zündung und des Leerlaufs. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir den Unterbrecher wechseln oder ob wir ihn nochmal lassen können. Den Finger abziehen. Wir begutachten den Läufer. Der ist aber noch soweit in Ordnung. So, wir schauen uns die Kontakte der Verteilerkappe an, prüfen auch die Verteilerkappe auf Risse, Übersprünge. Der ist soweit in Ordnung. Die Kontakte gehen auch nochmal. Der Unterbrecher sitzt unter dieser Gegenlage. So, die Unterbrecherkontakte reinige ich etwas mit einer Kontaktfeile und danach schauen wir sie uns mal an, ob wir wechseln oder nicht. Ich mache den Lagerdeckel wieder drauf. Vorsicht, hier ist eine Nase, die muss hier rein. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, bei diesem Modell muss man den Schließwinkel mit diesem Deckel einstellen. Das ist ein fürchterliches Gefummel, aber es geht nicht anders. Wenn der Deckel unten ist, schlagt die ganze Achse. Nachdem das Lager drauf ist, kommt der Verteilerläufer, der Finger und dann die Kappe. Unten einklipsen,
oben einklipsen, schauen, dass das grüne Kabel und das Kabel am Kondensator richtig sind. Zum Überprüfen der Zündung benutze ich eine solche Zündzeitpunktpistole mit integrierter Messung für den Schließwinkel. An dem Gerät sind 4 Kabel, ein induktiver Geber, ein rotes und schwarzes für die Spannungsversorgung und ein grünes für die grüne Leitung an der Zündung. Der induktive Geber kommt auf das Kabel von Zylinder 1. Die grüne Leitung kommt auf die grüne Leitung der Zündung. Ich habe mir hier extra mal so ein T-Stück drauf gebastelt, dass ich das immer schnell anklemmen kann. Rot und schwarz sind gängig für die Spannungsversorgung. Das heißt, das rote Kabel kommt an den Pluspol der Batterie und das schwarze Kabel an den Minuspol. Als erstes prüfen wir den Schließwinkel. Dieser muss hier zwischen 44 und 50 Grad liegen. Das ist beim Vierzylinder hier zwischen 44 und 50 Grad. Da der Schließwinkel zu groß ist und sowieso die Tendenz hat, mit der Zeit größer zu werden, müssen wir den neu einstellen. Bei einem normalen Motor würde man den Motor mit dem Anlasser drehen, die Schraube öffnen und versuchen, den Schließwinkel am Instrument einzustellen. Aufgrund dieses komischen Lagerdeckels kommt man hier aber so gut wie nicht bei. Das heißt, meine beste Möglichkeit ist immer noch, man stellt den Schließwinkel trocken ein, indem dass man den Abstand der Kontakte, wenn die Nocke vorbeifährt, auf ungefähr 0,4 mm einstellt und dann misst man nochmal mit laufendem Motor, wo der Schließwinkel ist. Da ich jetzt den Schließwinkel geändert habe, hat sich auch der Zündzeitpunkt verschoben. Den stellen wir jetzt auch mal schnell statisch ein. Ich habe jetzt einen Ohmmeter über den Kontakt angeschlossen und mit Summer verbunden, sodass wir direkt messen können, wenn der Kontakt schließt. So, ich drehe jetzt den Motor durch. Jetzt ist der Unterbrecher zu und ist er wieder auf. Der Unterbrecher muss genau aufgehen, wenn die Maike an der vorderen Blechkante steht. Genau das ist die Stellung, wo die Zündung aufmachen muss. Der Zündzeitpunkt wird eingestellt, indem nun der ganze Verteiler so verdreht wird, dass es genau piepst. Der Verteiler sitzt an 3 Schrauben, die ich nun alle gelockert habe. Ich drehe den Zündverteiler so weit, bis der Ton erlischt und dann anziehen. So ganz stimmt die Geschichte noch nicht. Dann müssen wir nochmal dynamisch einstellen. Ich habe jetzt den Zündverteiler so weit lose gemacht, dass ich ihn während der Motor läuft hier mit der Hand drehen kann. Und dann beobachten wir mit der Pistole den Zündzeitpunkt und wenn die rote Linie, also die Kerbe, genau an der Kante steht, ist alles Paletti und der Motor läuft. Und zum Schluss gibt es noch ein paar neue Scheibenwischer. Hier unten ist eine Zunge, drücken und dann nach hinten schieben. Und wir entnehmen den Scheibenwischer. Den neuen Scheibenwischer hier einfädeln, hochziehen, gut ist. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. So, und drin ist er. Okay, jetzt haben wir wieder den klaren Durchblick. So, jetzt machen wir noch eine hübsche kleine Probefahrt und dann ist die Inspektion auch wieder beendet. Also, tschüss bis zum nächsten Film und immer fleißig auf die Werbung klicken, sonst gibt es keine Filme mehr.